So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es hat jetzt lang gedauert, ihr werdet es wahrscheinlich schon im Titel lesen. Ja, es ist endlich soweit, ich habe einen Motor gekriegt. Ich freue mich riesig. Vielleicht für die, die jetzt neu sind, ich werde wahrscheinlich einen englischen Untertitel machen, weil er das doch mehrere interessiert, auch die, wo vielleicht nicht aus Deutschland kommen. Und da ist vielleicht nicht schlecht, wenn man ein bisschen einen Untertitel hat. Für die, wo jetzt eben dann neu sind und das vorherige Video nicht gesehen haben, das nächste Projekt. Viele wissen ja, ich habe jetzt das BRC-Projekt, da steht es ja, verstaubt. Das BRC-Projekt ja abgeschlossen, mehr oder weniger. Was halt am Ende rausgekommen ist, kann man sich jetzt darüber streiten. Ich habe erklärt, warum, da könnt ihr euch gerne das andere Video anschauen. Aber jetzt geht es um das Moped. Wie gesagt, die, wo jetzt neu sind, ich baue in diese GasGas, quasi das ist eine 21er GasGas EC300, kommt ein 700er Motor rein, also 700 Zweitakt. Ein richtig krasses Projekt. Das wird ein bisschen schwieriger wie jetzt bei dem BRC-Projekt, weil es nicht einfach so Plug and Play ist, sage ich jetzt einmal, sondern ja, man muss wahrscheinlich einen Rahmen anpassen. Ich bin selber gespannt, ich lasse mich da überraschen. Und da gibt es eben einen Hersteller, also viele, wo sich vielleicht ein bisschen auskennen, da gibt es eben die damaligen Zabel, Maiko-Motoren. Das sind so die 700er Motoren, was es damals so gegeben hat. Die kommen auch, also die kommen hauptsächlich aus dem Beiwagen, Sport, Gespann, Sport. Da werden so 700er Zweitaktmotoren meistens verwendet. Und da gibt es eben einen Hersteller, beziehungsweise ja, eigentlich 3 Hersteller. Zabel hat das wieder ein bisschen aufgenommen. Dann gibt es Maiko, die tun alte, Maiko Köstler zum Beispiel, richtet so alte Motoren, Maiko-Motoren wieder her. Und dann gibt es einen Hersteller aus Österreich, Mega, die bauen die Motoren eigentlich neu. Also die Motoren sind ja relativ modern. So einen Motor habe ich mir jetzt bestellt. Und da machen wir jetzt ein kleines Unboxing. Ich habe den Motor selber ehrlich gesagt noch nicht gesehen, also ich habe es noch nicht ausgepackt. Und gehen wir einfach mal rüber. Und ich würde sagen, packen wir einfach mal aus. Ich habe es selber noch nicht angeschaut, ich habe nur die schwarze Folie ein bisschen weg. Es sind ein paar Einzelteile. Wenn wir ihn auspackt haben, denke ich mal ein bisschen was dazu erzählen. Ich bin selber echt gespannt. Ich denke, dass das ein Riesenteil ist. Also da haben wir schon mal ein Teil. Also das ist glaube ich die Kupplungsnehmer, Geber. Also ja, der Nehmer im Endeffekt. Dann Normalvergaser soll auch dabei sein. Also wir können ja schon mal reinschauen. Es schaut ja, ziemlich monströs aus. Oh, schauen wir mal, ob ich das bin. Also ich bin echt gespannt. Oh. Jetzt mit der Spedition kommen wir also nicht mit der üblichen Post, weil ja, der hat ein bisschen Geld gekostet. Nehmen wir das ein bisschen weg. So, ich schaue euch einmal das monströse Ding an, ey. Alter Schwede, ey. Ja, Leute. Ja, Leute, also das ist der Motor. 700 Kubik, also ihr merkt schon, ich grinse. Ja, ist richtig krass. Gebt euch mal den Zylinder, ey. Alter Schwede, ey. Weißt du was, Leute, ich hole jetzt einmal, ich gehe jetzt mal schnell ins Lager, machen wir jetzt einmal einen kurzen Cut. Und ich hole jetzt einfach einmal, ich habe von der BRC habe ja nur einen 250er Zylinder, ist ja ähnlich wie der 300er, also von der Größe ist er gleich wie von der GasGas. Und dann haben wir einfach mal einen Vergleich. Also machen wir einfach mal einen kurzen Cut. So Leute, jetzt habe ich mal einen Zylinder geholt von meiner Husky, einen 250er. Jetzt einfach mal zum Vergleich. Ja, und der Motor bzw. der Zylinder mal in die GasGas. Ja, vielleicht ist jetzt den anderen, also einfach mal eine kurze Story dazu. Wir werden jetzt, ich erkläre jetzt einfach mal kurz, wie das weiter abläuft mit dem Motor, welche Probleme oder ja, welche Probleme das eigentlich sein könnten. Vielleicht merkt man dann schon das erste, dass zum Beispiel der Antrieb jetzt rechts ist, nicht links. Ich stelle es mir jetzt nicht so schwer vor. Ich denke, vielleicht nur die Folge umdrehen, ein bisschen was am Bremssattel oder halt die Bremsaufnahme machen, dann müsste das Problem normal gelöst sein. Der Motor, ich weiß nicht, viele werden es wissen, das stammt aus MTH-Zeiten. MTH war praktisch damals KTM und deswegen denke ich, dass vielleicht von der Aufnahme her auch nicht so große Probleme machen wird. Genau, das ist das Erste, der Antrieb ist rechts. Dann ist so, der Motor ist leicht und zwar ist bei dem Motor kein Getriebe drin. Also der Motor ist leer, es ist praktisch jetzt kein Kolben drin, keine Kurbelwelle drin, kein Getriebe drin, nur die
die Antriebswelle ist rein und die Kickwelle ist drin. Und zwar ist es so, der Motor, normal die Gespannmotoren haben alle 4-Gang. Ich bekomme jetzt in den Motor den 5., sprich 1. Gang. Also in der Regel haben die alle praktisch 2, 3, 4, 5. Ich kriege jetzt praktisch einen 1. Gang noch rein, weil halt eben das so üblich ist bei so Gespannmotoren oder bei den Maiko alten Motoren, dass die keinen 1. Gang haben. Ich kriege den, aber der muss das extra bestellen. Das heißt, das Getriebe oder halt der 5. Gang kommt einfach später. So, jetzt habe ich aber gesagt, ich muss ja das alles schon mal anpassen. Jetzt haben wir praktisch ausgemacht, er baut mir den Motor so zusammen, ohne Getriebe, dass ich den anpassen kann an die Gas-Gas. Das gleich als nächstes sein, die Gas-Gas zerlegen, einen Rahmen, ja, ich hoffe, anpassen oder halt dementsprechend umbauen. Und dann ist der nächste Schritt, sobald der Motor passt, die Fluchtkette, alles anpasst ist, Schwinge, alles anpasst ist, kommt jetzt das nächste Geile. Dann wird das Bike mehr oder weniger zerlegt. Ich werde die Felgen rausmachen, also nur einen Rahmen mit den Plastikteilen werde ich nach Italien schicken. Da habe ich eine Kooperation, die machen mir dann für das Bike einen Titangrümmer. Wenn der Titangrümmer fertig ist, in der Regel soll es relativ schnell gehen, 2 Wochen hoffe ich, kriege ich das Ganze wieder zurückgeschickt mit dem Titangrümmer und halt Endschalldämpfer. Dann ist der nächste Schritt, dass der Motor zum Beschichten geht. Der Motor wird dann zerlegt, die Einzelteile gehen zum Beschichten. Währenddessen hoffe ich, dass dann praktisch der 5. Gang da ist, beziehungsweise der 1. Gang. Ich dann den Motor fertig beschicht wieder zurückschicken kann zu den Herstellern. Er baut mir den Motor zusammen mit dem 5. Gang. Währenddessen kann ich dann Rahmen pulvern lassen, Fahrwerk zum Beschichten und diverse andere Sachen machen. Ja genau, das ist so der Ablauf ein bisschen. Weiß ich nicht, was ich nur erzählen soll zu dem Motor. Es ist ein richtig krasses Teil. Es wird ein wildes Projekt, Leute. Ich freue mich riesig. Es war auch ein teures Projekt, also das kann man ja ganz ehrlich sagen. Ich zeige es einmal kurz. Wer sich nur erinnern kann, wie ich die Zusammenfassung von der BRC gemacht habe, habe ich gesagt, es ist eigentlich, damals war es 32.000 €. Es ist eigentlich zu viel, aber ja, ich zeige es euch einfach einmal. Also das hat der Motor gekostet. Es ist kein Sponsoring bei dem Motor. Verstehe ich einerseits, weil er sagt, das ist Beiwagensport, was der betreibt und für ihn bringt er das im Endeffekt nichts. Dadurch habe ich das halt einfach in Kauf genommen und ja, ich investiere halt einfach in meinen Content und ich habe auch richtig Bock auf das Projekt. Also schaut euch einfach den Motor an, Leute. Es ist einfach wild. Ich hoffe, also ich lasse mich da einfach überraschen. Ich hoffe, dass das nicht zu ein großer Aufwand wird, das Umbauen. Im Endeffekt ist er nicht unbedingt größer wie jetzt der BRC-Motor. Ich hoffe, dass es reinpasst. Mehr kann ich jetzt eigentlich nicht dazu sagen, Leute. Das nächste Video wird wahrscheinlich... Ich werde jetzt das Bike auf jeden Fall mal zerlegen. Da brauchen wir jetzt nicht ein Video machen. Ich sage mal, wir sehen uns spätestens wieder, wenn es an Rahmen anpassen geht. Alles andere Informationen werden einfach während den Videos kommen. Die Videoreihe nenne ich es jetzt einfach mal. Die 700er-Reihe. Was ihr vielleicht jetzt in die Kommentare schreiben könnt, wäre vielleicht einen coolen Namen für das Projekt. Im Endeffekt bei der BRC war es einfach dann die BRC Husky. Bei der, weiß ich nicht, 700er oder ich weiß nicht, irgendeinen coolen Namen. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Wie immer gilt, nutzt meine Codes. Ich sage es immer wieder in die Videos, nur durch das sind eigentlich solche Projekte möglich, durch euren Support. KTM Shop 24, Husky Shop 24 und jetzt auch mittlerweile Gas Shop 24 könnt ihr euch mit meinem Code 10% sparen. Auch bei Motorradersatzteile 24 gibt es den Code. Und dadurch supportet ihr mich, supportet ihr solche geilen Projekte, macht es zumindest einfacher für mich, die Projekte. Auch wenn es einfach alles viel zu teuer ist. Das Video, wenn jetzt online kommt, hat normal sogar noch der Heisel Shop offen, da gerne auch mal vorbeischauen. Mehr gibt es eigentlich jetzt nicht damit zu sagen. Ich schaue in der Regel jetzt ein bisschen regelmäßiger die Videos hochzuladen, mindestens einmal in der Woche oder halt alle 2 Wochen. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Es war jetzt mehr Information wie praktisch. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Euer Sepp vom Heisel. Ciao.